Auf diesen Moment haben wir alle gewartet. Gesetzesentwurf geht durch. Nächste Stufe kommt jetzt. Und mögliche Ver50-fachung im nächsten halben Jahr. Das und vieles mehr heute im Video. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchist. Der Preis von XRP ist heute bei 1,48 $, also wieder schön 3% gestiegen. Und wir waren sogar bei 1,55 $, also richtig schön einmal nach oben gepumpt hier. Da haben wir alles mitgenommen und das finde ich wirklich richtig genial. Denn wir sehen schon, wie gut die Coins performen. Auch Bitcoin ist wieder über den 80.000, hält sich da stabil. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass der Gesetzesentwurf in den USA durchgegangen ist mit 15:9 bei dem sogenannten Banken Council, und dieses Banken Council, also sozusagen dieses Gremium rund um alle Banken, die haben das Ganze jetzt wie gesagt bestätigt, und somit sind wir jetzt beim Clarity Act bereit für die nächste Stufe. Das läuft dann so ab, dass jetzt sehr wahrscheinlich Mitte Juni das Ganze dann im Senat von allen Leuten, also von allen Abgeordneten abgestimmt wird. Dafür braucht es also Votes von beiden Seiten, und ja, da gilt es jetzt eben einen Kompromiss zu finden, um diesen Vote zu ermöglichen. Ich bin da wie gesagt sehr guter Dinge und es läuft gerade sehr, sehr gut, und ich glaube, der Markt hat dementsprechend auch hier sehr, sehr positiv reagiert. Das ist erstmal richtig bullish, und nicht zu Unrecht hat Stuart Altedy das Ganze hiermit auch nochmal eben aufgegriffen und sagt, wir gehen jetzt in die nächste Phase rein. Und dann geht's weiter, und zwar der vom CEO von Flare, denn er spricht hier über die FXRP, also die gerappten XRP, und hier hat er wirklich eine komplett verrückte Ansage und sagt hier, er geht davon aus, dass der XRP-Supply auf dem Flare-Netzwerk sich innerhalb des nächsten halben Jahres ver50-fachen wird, also absolut crazy, würde ich sagen, in beide Richtungen. Also ich hoffe natürlich, dass es stimmt, weil das wirklich eine massive Bereicherung wäre. Es wären somit viel mehr Leute, die im Bereich DeFi wahrscheinlich auch unterwegs wären. Also insgesamt wäre das wirklich richtig, richtig großartig. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob er sich da vielleicht nicht ein bisschen verschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und denn Ver50-fachung, wenn man bereits mehrere Millionen da hat, das ist nicht mal eben so leicht gemacht. Deswegen bleibe ich gespannt. Gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Aber ich würde es uns und dem Flare-Netzwerk auf jeden Fall wünschen, dass jetzt nochmal 50 mal so viel XRP auf dem Flare-Netzwerk gestartet werden. Und dann geht's weiter, und zwar von Brad Garlinghouse mit einem richtig wichtigen Zitat, das er jetzt ganz neu bei Binance veröffentlicht hat. Denn er spricht mit Binance und sie gehen da ein bisschen in die Tiefe zum Bereich TradFi und auch Kryptomärkte. Und da sagt er hier, die Gewinner im Kryptomarkt, das werden die Firmen sein, die zugrunde liegende Infrastruktur bieten und die auch vor allem TradFi es ermöglichen, in den Kryptobereich einzusteigen. Und da sehe ich, wenn man großzügig ist, vielleicht 3 oder wenn überhaupt 4 Anbieter, die sowas überhaupt schaffen. Am Anfang natürlich XRP mit Ripple, und dann haben wir noch Ethereum, wahrscheinlich so auf Platz 2 von der Effizienz her, und dann vielleicht noch so Solana, und wenn ich mal ganz nett bin, noch Cardano, würde ich jetzt einfach mal so mit reinzählen, denn das sind wirklich die Netzwerke, wo viel Infrastruktur darauf besteht, und ich finde, damit bestätigt er nochmal ziemlich schön solche Sachen, dass beispielsweise Meme-Coins natürlich nicht in Zukunft relevant werden und auch nicht irgendwie, weiß nicht, die Zukunft von Finanzen sind, dass bald alles über Dogecoin läuft oder so. Das wird natürlich nicht passieren und ist hiermit nochmal bestätigt von seiner Seite. Und dann geht's weiter, und zwar vom Chart-Nerd, denn er spricht hier einmal über die aktuellen XRP-Wale, denn die sind gerade wieder richtig am Eskalieren, und es geht deutlich über die 45 Milliarden XRP hier hinaus. In dem Fall haben wir Werte wie seit Mai 2018 nicht mehr, also ja, fast 10 Jahre waren wir nicht mehr auf diesem Niveau hier, und der Preis hingegen ist eher verhältnismäßig tief, würde ich sagen. Heißt, da ist richtig, richtig Potenzial da, und das kann noch richtig stark werden. Genauso wie aktuell die XRP-ETFs, denn die sind gerade in allen Listen eigentlich fast ganz oben, denn man muss sich das ja nur mal vorlesen hier. Beispielsweise haben wir hier XRP, 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 XRP und so weiter und so fort. Also von den bestperformendsten sogenannten Leverage-ETFs sind sie auf jeden Fall hier Top 1, würde ich sagen. Und klar, Chainlink performt ja auch nicht schlecht, alles gut, ne? Und auch beispielsweise Hedera habe ich hier gerade gesehen, oder Chainlink mehr noch, Hedera, also alles easy, aber man muss schon sagen, XRP ist ganz vorne mit dabei. Alleine diese ganzen Plätze entfallen hier auf XRP, und dann hier unten nochmal. Also XRP ist überall am Start.
Und nicht nur da sind sie am Start, denn auch ein neuer Rekord wurde erreicht im Bereich Tokenisierung. Da haben ja einige Leute kritisiert, ja, es gibt beim XRP Ledger wenig tokenisierte Projekte, beziehungsweise schon viele Projekte, aber wenig Halter, weil das ja alles über eine Firma dann abgerechnet wird und so. Und ja, das kann ich grundsätzlich verstehen, aber wir haben hier ein neues Allzeithoch an neuen Werten, die über den XRP Ledger transferiert werden. In dem Fall knapp $1 Milliarde in tokenisierten Real-World Assets, muss man sich mal vorstellen. Und das alle über den XRP Ledger. Und zwar eben sehr effizient, sehr kostengünstig. Das wisst ihr mittlerweile auch alle. Also ich finde, das ist schon sehr bemerkenswert und solche Veränderungen kommen nicht von heute auf morgen, sondern da hat Ripple lange dran gebaut. Da haben auch die Firmen, die das anbieten, lange dran gebaut und deswegen wundert mich das hier überhaupt nicht. Man muss aber wirklich zugeben, aktuell die Zeit fühlt sich wirklich an wie damals, wo wir XRP bei 40 Cent hatten. Passt ja auch ungefähr, ne? 1,40, 1,50 sind wir gerade. Also $1 einfach höher. Und die Leute sind wirklich sehr träge, sehr pessimistisch teilweise auch, weil gerade der Kryptomarkt irgendwie so ein bisschen dahin dümpelt. Und ich kann das grundsätzlich auch verstehen, aber ich sage auch häufig, dass gerade in den aktuellen Phasen, das ist ein Spruch, den hört man immer wieder, aber den befolgen die Leute irgendwie nicht, dass man in den Phasen, wo es eigentlich langweilig ist, gerade da muss man am Start sein. Da muss man gucken, wo man jetzt einsteigen kann, wo man vielleicht nochmal nachjustieren muss, damit man dann perfekt gewappnet ist für einen möglichen nächsten Anstieg. Denn ich kann euch eins garantieren, wenn wir in ein paar Tagen oder Wochen beispielsweise jetzt bei $2 sein sollten, dann sind auf einmal alle Leute wieder da. Überall, mehr Leute sind am Start, alle auf Twitter schreiben wieder und ja, dann wird es halt eh wieder so sein. Und anstelle von, dass man immer dem Trend hinterherläuft, möchte man ja schon im Vorhinein wieder sich positionieren, damit man dann auch perfekt gerüstet ist. Und dann geht's noch weiter und zwar von Silal, denn er spricht hier über den aktuellen Elliott Wave Stand von dem XRP-Chart im Ein-Wochen-Bereich. Und hier unten haben wir eigentlich wieder angetippt, also sind eigentlich permanent hier am Konsolidieren. Das Dreiecksmuster oder dieses Wellenmuster ist auf jeden Fall noch intakt hier. Und wenn wir jetzt hier wieder an diesem Punkt irgendwo ankommen sollten, also diese rote Linie, diese Trendlinie meine ich hier, dann spätestens könnte wirklich dieser Ausbruch erfolgen oder vielleicht sogar ein bisschen früher, das könnte ich mir auch vorstellen. Und nach oben hin ist logischerweise alles offen, also das ist ja dieses exponentielle Wachstum beziehungsweise dieses Fibonacci-Wachstum, denn früher, wo man bei 10 Cent war und dann auf 20 Cent gegangen ist, klar, da war das natürlich verdoppelt, das war gigantisch, 100% Return, aber wenn man jetzt 10 Cent hochgeht, seht ihr auch, das interessiert ja niemanden. Also wenn es bei 1,55 ist und vorher bei 1,45, dann sagen die meisten Leute da, ja, schön und gut, aber das ist ja nur ein paar Prozente an Anstieg und genauso ist es hier eben auch. Also früh dabei sein lohnt sich offensichtlicherweise, denn gerade wenn wir irgendwann vielleicht von $3 auf $4 steigen, dann wäre es, wenn man bei $3 eingestiegen ist, nur 33% Anstieg, aber alleine von jetzt hier wäre es fast schon verdoppelt dann. Und dann gibt es noch eine sehr positive Erwähnung von Charles Hoskinson. Er hat sich anscheinend wieder ein bisschen gefangen, denn jetzt redet er wieder sehr positiv über den XRP Ledger und hat gesagt, dass er die Infrastruktur besonders gut findet. Er sagt hier, es gibt sehr wenig Latenz, also das Ganze ist sehr schnell, sehr effizient. XRP und Cardano arbeiten sehr gut zusammen und so weiter. Und ja, das finde ich eigentlich wieder ziemlich lustig, denn vor ein paar Tagen war er wahrscheinlich noch auf einem ganz anderen Film, hat gesagt, XRP und Ripple, das kann mir alles komplett wegbleiben, damit will ich nichts zu tun haben. Und wie gesagt, jetzt redet er wieder da positiv drüber. Das muss ich nicht ausschließen. Also man kann auf der einen Seite natürlich sagen, mit XRP will ich nichts zu tun haben und trotzdem anerkennen, dass es gut funktioniert und dass es gut ist. Aber in den meisten Fällen passt das ja eher nicht zusammen, sondern man kritisiert ja ein System, wenn man eher sagt, das finde ich nicht gut, weil es so funktioniert, weil es langsam ist, weil es teuer ist und so weiter. Aber ich kann es auch verstehen, dass die meisten Leute da vielleicht nicht tiefer drüber nachdenken. Und bevor wir gleich zum Fundtweet kommen, noch eine coole Announcement von Atrus, denn die haben jetzt auch den RL-US-Dollar gelistet. Heißt, an vielen Ecken und Enden geht's immer weiter und auch sie kaufen ja logischerweise RL-US-Dollar zum Start auch auf. Das heißt, alleine diese ganzen Listings, die führen ja auch schon dazu, dass der RL-US-Dollar größer wird und das ist ja auch so ein selbst skalierendes System, denn je größer der RL-US-Dollar wird, desto mehr Börsen fangen ja an, auch auf ihn zu setzen und den quasi zu übernehmen. Und auf der anderen Seite, je Börsen ihn übernehmen, desto größer wird er. Es ist also eine positive Spirale, die sich hier die ganze Zeit weiter nach oben dreht und ja, so darf es auch gerne weitergehen. Und am Ende haben wir natürlich wie immer noch einen Fun-Tweet und zwar hier vom Maxis Club und zwar links Profite mitnehmen, wäre jetzt mal ganz gut wahrscheinlich oder rechts nochmal ein weiteres 10x abwarten und dann hier unten der Neuling, er weiß nicht so ganz, was er machen soll. Ja, da muss man sich wahrscheinlich entscheiden, ob man lieber jetzt Profite mitnimmt oder nochmal so ein 10x abwartet und vor allem, wenn man dann das 10x abgewartet hat, kann man es dann nochmal abwarten oder nimmt man dann wirklich Profite mit?
Aber unabhängig davon, ob ihr aktuell auch auf das 10x wartet oder nicht, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder zu neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Bis dahin, schreibt mir gerne mal was Nettes in die Kommentare und ich wünsche euch einen super Start ins Wochenende. Spätestens morgen 18 Uhr bin ich dann wieder für euch da. Und bis dahin, Leute, habt noch einen schönen Abend. Ciao. Ciao.